Wie sicher sind eigentlich deine Daten auf der PS5? Muss man Bedenken haben hinsichtlich der Privatsphäre und der Datensicherheit? In diesem Video erfährst du, wie sicher die PlayStation 5 ist und was du für mehr Datensicherheit tun kannst. Die PlayStation 5 ist eine der sichersten Konsolen auf dem Markt. Dank ihrer fortschrittlichen Sicherheitsfeatures ist sie gut geschützt vor Hackern und Malware. Allerdings gibt es einige Dinge, die du tun kannst, um deine Daten noch sicherer zu machen. Du solltest unter anderem ein starkes Passwort für dein Konto wählen und das dann auch regelmäßig ändern. Außerdem solltest du die Zwei-Faktor-Authentifikation aktivieren. Damit wird ein zusätzlicher Sicherheitsfaktor hinzugefügt und es ist schwerer für Hacker, an deine Daten zu gelangen. Du solltest auch vorsichtig sein, mit wem du deine Kontaktdaten teilst. Du kannst natürlich mit Familienmitgliedern oder Freunden dein Konto sharen. Aber je mehr Menschen Zugriff auf deine Daten haben, desto höher ist das Risiko von Sicherheitslücken. Um dieses Risiko zu minimieren, solltest du dein Konto regelmäßig überprüfen, ob alle Berechtigungen noch korrekt sind. Mehr Sicherheit. Nutze 2 Benutzerkonten, ein Hauptkonto für dich persönlich und einen Gastzugang für andere Personen. Auf diese Weise kannst du sicher sein, dass nur autorisierte Personen Zugriff auf deine Daten haben. Richte eine Sicherheitsfrage und Antwort ein. Dies ist besonders wichtig, falls du dein Passwort vergessen solltest. So kannst du es dann eben jederzeit wiederherstellen. Aktiviere die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das ist eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme, mit der du sicher sein kannst, dass nur du Zugriff auf dein Konto hast. Stelle die Privatsphärenoptionen für deine Sicherheit genau ein. Aber erstmal von vorne. Benutzerkonten. Dein PSN-Konto sollte eigentlich nur von dir genutzt werden. Allerdings kann das Konto auch per Sharing geteilt werden. Ein Video mit detaillierten Infos dazu findet ihr hier auch auf diesem Kanal. Beim Sharing teilen sich 2 Spieler dann ein Konto, das sollte man aber nur mit wirklich vertrauenswürdigen Personen machen, denn sobald der andere zum Beispiel nur das Passwort ändert, hast du keinen Zugriff mehr auf dein Konto. Also, Sharing ist durchaus ein gewisses Sicherheitsrisiko. Wenn deine Gäste bei dir zu Hause spielen und dein Konto nutzen, dann ist das natürlich was ganz anderes und auch kein Problem. Aber hier gibt es zusätzlich dafür auch die Funktion, als einmaliger Gast zu spielen. Und das geht dann so. Du wechselst den Benutzer über das Schnellmenü oder aktivierst einen zweiten Controller. Füge einen neuen Benutzer hinzu und wähle als einmaliger Gast spielen. Damit werden die Daten hinterher wieder gelöscht. Das hat dann eben auch den Vorteil, dass ein Gast nicht deinen Spielstand vermiesen kann. Sicherheitsfrage. Wenn du dein Passwort zurücksetzen willst, kannst du eine Sicherheitsfrage einstellen. Eine Frage, die nur du persönlich beantworten kannst. Zum Beispiel dein Lieblingstier, Lieblingsbuch oder Essen. Nur mit der richtigen Antwort darf das Kennwort zurückgesetzt werden. Das verhindert, dass ein Unbefugter das dann eben einfach so machen kann. Die Sicherheitsfrage findest du hier in den Einstellungen. Benutzer und Konten, Konto, Sicherheit, Sicherheitsfrage. Hier suchst du dann eine passende Frage aus und gibst eine Antwort dazu an. Zwei-Faktor-Authentifizierung. Im selben Einstellungsmenü findest du auch die zweistufige Verifizierung. Damit wird bei jeder neuen Anmeldung ein Code an dein Mobiltelefon gesendet. Nur mit diesem Bestätigungscode kannst du dich auf deinem Gerät mit deinem Account einloggen. Damit sperrst du Unbefugte eben aus, weil die eben dein Handy nicht besitzen. In Einstellungen Benutzer und Konten, Konto, Sicherheit findest du die zweistufige Verifizierung. Hier kannst du einstellen, dass Verifizierungscodes per SMS ans Handy ankommen sollen oder du kannst Codes auch per App empfangen. Als App benötigst du dann Google Authenticator, Microsoft Authenticator oder Authy. Privatsphäre-Optionen. Das PS5-System bietet 4 voreingestellte Privatsphäre-Optionen, aus denen du wählen kannst. Welche PSN-Privatsphäre-Einstellungen gibt es? Es gibt verschiedene Einstellungen für deine Privatsphäre auf PlayStation Network. Diese können eingeschränkt werden, so dass andere Benutzer dich nicht sehen können. Du kannst deine geteilten Inhalte und deine neuesten Aktivitäten anpassen.
Außerdem kannst du festlegen, wer dir Freundesanfragen schicken und dein Profil folgen und deine Verbindungen sehen kann. Zudem kannst du festlegen, wer deinen echten Namen sehen und mit dir kommunizieren darf. Privatsphäre-Profile gibt es auf der PS5 bereits in 4 Voreinstellungen. Das sind dann gesellig und offen, bedeutet, dass jeder Spieler deine Profilinformation einsehen kann. Teamplayer bedeutet, dass jeder Spieler die meisten deiner Profilinformationen sehen kann, aber mindestens ein Freund eines Freundes sein muss, um dich zum Chat einladen zu können. Nur Freunde bedeutet, dass nur deine Freunde deine Informationen einsehen und dich zum Chat einladen können. Gern für sich und sehr konzentriert bedeutet, dass kein Spieler deine Profilinformationen einsehen kann. Zusätzlich lassen sich die Privatsphäre-Einstellungen individuell einpassen, um eine größere Kontrolle über das eigene Profil zu ermöglichen. So legst du individuelle Privatsphäre-Einstellungen auf der PS5 fest. Gehe zu Einstellungen, Benutzer und Konten, Datenschutz. Wähle Privatsphäre-Einstellungen anzeigen und anpassen aus. Wähle eine voreingestellte Datenschutzeinstellung oder eine Funktion aus, um die Privatsphäre-Einstellungen zu ändern. Es gibt verschiedene Optionen, wie viel man mit anderen Spielern teilen und kommunizieren möchte. Man kann entscheiden, ob man sein Profil für alle sichtbar machen möchte oder ob man lieber für sich bleibt und nur mit bestimmten Freunden kommuniziert. Ändere das Passwort häufiger. Passwörter sollten auch auf deinem PSN-Account öfter mal geändert werden. Vor allem dann, wenn du glaubst, dass es hier verdächtige Vorgänge gibt. Vergiss nicht, dass das Passwort folgende Anforderungen erfüllen muss. Es muss mindestens 8 Zeichen enthalten. Es muss mindestens ein Buchstaben, eine Ziffer und ein Symbol enthalten. Es dürfen nicht 3 identische Buchstaben oder Ziffern hintereinander vorkommen. Und nutze möglichst ein neues Passwort, das du bisher noch nicht benutzt hast. Als Tipp kannst du dir online mit einem einfachen Passwortgenerator solche komplexen Passwörter generieren lassen. Oder am besten verwendest du eine Passwort-App wie zum Beispiel NPass. Dort kannst du Passwörter generieren und diese schützen. NPass zum Beispiel speichert deine Passwörter, Logins und Dateien nur lokal und verschlüsselt auf deinem Handy und nicht auf externen Servern. Alles, was du dir merken musst, ist nur ein Masterpasswort. Das ist jetzt nicht gesponsert, muss ich jetzt mal dazu sagen. Ich benutze aber NPass selbst und bei meinen hunderten Accounts und Passwörtern hätte ich sonst definitiv keinen Überblick mehr. Deswegen kann ich euch das auch wirklich sehr empfehlen. Einen Link schreibe ich euch unten in die Videobeschreibung. Und ja, es ist super nervig, solch ein Passwort dann bei einer Neuanmeldung anzugeben, aber denkt daran, je komplexer ein Passwort ist, desto schwieriger ist es eben dann auch gehackt zu werden. Und sollte trotzdem jemand unbefugten Zugriff auf dein Konto erhalten haben, solltest du zudem direkt den Sony Support kontaktieren. Einen Link zum Sony Support schreibe ich dir auch unten in die Videobeschreibung rein. Das solltest du natürlich auch dann machen, wenn dein Account gesperrt worden ist. Auch dahinter könnte ein Hacker oder ein anderer Unbefugter stecken. Normalerweise prüft der Support solche Vorgänge und kann gegebenenfalls deinen Account wieder freischalten. Mehr zum Thema gesperrte Konten erfährst du hier in diesem Video. Schau es dir am besten auch gleich noch an, denn da erfährst du, was du in einem solchen Notfall unbedingt tun musst. Und lass noch schnell ein Abo und ein Like da, um mich wissen zu lassen, dass dir das Video geholfen hat. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Hier!